Das ist ein Bus mit einem Kennzeichen L, das könnte Linz sein. Er nickt, der Gernot. Und das ist Simone in einem aufblasbaren Dachzelt, das so groß ist wie ein kleines Haus, Simone, oder? Es ist mega gemütlich. Ist es gut? Ja. Ja, wir sind bei Gentle Tent und die Simone wird das gleich mal testen. Da oben, ich komme gleich mal zu dir hoch. Ihr baut aufblasbare Zelte, die praktisch so groß sind wie Häuser und bei denen ich, auch wenn es ein bisschen stürmt, nicht direkt Angst haben muss, oder? Na, überhaupt keine Angst. Die Luftrohre sind sehr stabil. Das Material ist Baumwoll, Mischgewebe und damit auch sehr leise. Bei größeren Stürmen knickt das leicht ein oder verformt sich leicht und nach der Böe stellt sich es wieder gerade. Also es ist wie bei den Vorzelten aus Luft, auch bei den Dachzelten eine extrem stabile Bauform. Ja, du bist, ich sag mal, weltweit bekannt für deine Zelte. Du machst die Zelte selber. Ihr habt da keinen, ich sag mal, der die für euch fertigt, sondern das ist deine eigene Entwicklung, oder? Genau, wir haben mittlerweile 5 verschiedene Größen, vom leichtesten Dachzelt, dem Mini mit nur 19 Kilo, bis zu diesem riesigen, das aber auch nur 49 Kilo wiegt. 49 Kilo, das heißt, der Dachgepäckträger ist ja heute so, gerade in Deutschland, Österreich und so, ja, da sind die auch entsprechend reduziert, die Dachlasten, in der Schweiz meistens mehr. Ja, aber wir haben noch kein Auto gefunden, das unsere kleineren Zelte nicht tragen kann. Und auch 50 Kilo hat fast jedes Fahrzeug Dachlast. So, das ist ein schönes Fahrzeug. Was ist da drunter? Das ist jetzt ein Urats-Buchanka. Schaut aus wie ein Oldtimer, ist aber ein neues Fahrzeug, ist gerade mal ein Jahr alt und jetzt 700 Kilometer von uns hierher gefahren worden. Und der Macht ist auch Spaß. zulassungsfähig, der hat so Euro 6, oder? Ja, genau. Ja, das ist ein Spezialfahrzeug. Ja. Ist der Preis von dem? Was kostet das? Das wird momentan ist es schwierig durch den Krieg, weil die Verfügbarkeit nicht so gegeben ist. Aber das wird mittlerweile je nach Ausbaustufe zwischen 30.000 und 50.000 Euro gehandelt. Ja. Airbags hat er auch? Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht. Ja. Ich zeig's mal gerade. Das sieht aus wie so ein Bulli. Der kommt unglaublich gut an, der Wagen, oder? Ja, auf jeder Tankstelle, die Leute winken einem zu beim Vorbeifahren. Das ist so ein mag jeder. Ne? Ist das ein Allrad? Ja. Das ist ein Allrad. Super geländetauglich und natürlich ausgestattet wie vor 40 Jahren. Also wenn man da das Cockpit anschaut. Zeig mal. Made in Russia übrigens. Hier vorne steht es drauf. Könnte Steve Jobs designt haben, so schlicht ist das. Ja. Unglaublich. Ja, das erinnert mich so an die ersten Fiat-Modelle, die rauskamen. Ja. So Fiat Panda 4x4 und so. Genau. Die irgendwie da sind. Und du sagst, der ist unglaublich geländegängig, oder? Ja. Also das fährt viel in der Mongolei herum und halt viel Osteuropa und ist ein Klassiker auf diesen Straßen. Ist er laut? Nicht so sehr, überraschend wenig. Sehr schön. So, und das Ganze. Aber es geht ja ums Zelt. Aufbauzeit, das heißt, das kann da oben drauf bleiben, montiert bleiben, wird abgeblasen und dann irgendwie mit dem ich sag mal, Reißverschluss. Wie wird das? Genau, also du bläst das mit einer 12-Volt-Pumpe auf, das dauert ungefähr 10 Minuten und Abbau dauert ungefähr 6-7 Minuten. Ja. Das geht sehr einfach. Geht sehr einfach. Wir können ja gleich mal reinschauen. 3.799 Euro, das ist dafür, dass ich dann einen riesen Raum da drin habe. Wie viele Leute können da schlafen? 5 Leute sind überhaupt kein Problem. Du kannst den Raum innen trennen, dann kannst du zum Beispiel für Eltern und Kinder getrennte Räume machen oder einen Aufenthaltsraum, der gleichzeitig du auch einen eigenen Schlafraum gestalten kannst. Ja. Komm, wir schauen mal rein. Hier sind Stangen mit dabei. Das macht Sinn, weil das hier ist wahrscheinlich auch beweglich, oder? An der Seite? Das ist jetzt im Messebereich, macht das schon Sinn, weil wir nicht wissen, wie schwer die Leute sind, die da raufgehen. Ja. Okay, sie ist leicht. Ich gehe mal ganz kurz rauf. Warte mal gerade. Ich komme. Die Leiter ist dabei? Ja. Die Leiter ist dabei und? Also eine Top-Oase hier oben, oder? Es ist auch sehr kühl hier oben, oder? Es heizt sich schon, glaube ich, auf ganz schön. Aber es ist auch sehr warm. Wir haben heute einen der wärmsten Tage überhaupt. Ja, wenn du mal gerade ganz hinten reingehst und mir mal beschreibst, da ist ein zweiter Raum, oder? Ja, das ist hier eine Luftmatratze, Ja. auf der ich jetzt drauf sitze. Und du merkst, dass du hier in einem Zelt bist gerade? Oder? Nee. Weil du bist ja über allem. Ja, also es ist kein klassisches Zelt auf jeden Fall. Nee. Kein Und hier klassisches. könnte man halt auch noch mal zumachen. Ja. Also 2 oder sogar 3 getrennte Räume, wenn man so will. Ja, also es ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Das Schöne, dadurch, dass ich ja Luft habe, geht auch der Aufbau sehr, sehr schnell. Ihr habt jetzt schon wie viele draußen? Wie Ja, genau. schnell geht denn der Aufbau? Wie schnell geht der Aufbau? Ist die Frage. Du hast mal irgendeins da, wo man es mal zeigen kann, wenn es abgeblasen wird? Ja, ein kleines das oder so? kleine können wir für euch aufblasen. Ja. Das geht in ein paar Sekunden. Ja, komm. Runter. Ja, bitte. So, wir gehen mal kurz da vorne hin. Du hast verschiedene Größen. Das ist auch das Gewicht dann natürlich entscheidend. Genau, Das war das Schwerste jetzt? Das ist das 49. Das ist unser flachstes. Das ist vor allem für Elektroautos spannend, weil es nur 8 cm dick ist.
und auch Tiefgaragen-Thema natürlich, ja, wenn du nicht mehr viel Spielraum für die Tiefgarage hast. Und das Zelt bläst sich nur nach oben und unten auf und ab und muss nicht geklappt werden. Ja. Toll. Und das hier ist unser leichtestes. Das ist ein Halbdachzelt mit nur 19 Kilo Gewicht. Und da kannst du neben dem Zelt, das nur 55 Zentimeter breit ist, kannst du auch noch eine Dachbox, ein Fahrrad montieren oder 2 von diesen Zelten links und rechts. Ja. Sehr schön. Ich bin mal sehr gespannt. Blas mal auf. Das ist jetzt spannend, oder? Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie schnell. Ich bin ja gar nicht der Held im Aufbauen von Zelten, muss ich mal sagen. Wenn du da so Zeltstangen hast, eine Anleitung, Anstrengend, ja. dann irgendwelche biegsamen Stangen, wo du nicht weißt, wo die hinkommen müssen. Ganz genau. Und dann das ganze Gelash wieder zusammenpacken und dann ist überall Dreck. Ja. So, das da ist die Pumpe. Ja, das ist die Pumpe, aber die braucht noch Strom. Die ist dabei, die Pumpe eigentlich? Ja, die ist dabei. So. Das heißt, es ist auch für Faulenzer, was? Oder ist das schon ein bisschen Arbeit? Ja, Arbeit, du musst jetzt nur das Ding da reinstecken ins Ventil. So, vor uns das Ventil. Das war die Arbeit. Und dann drückst du den Knopf. Ja gut, also das ist schon was für Faulenzer, würde ich sagen. Fett. Sag mal, wenn du sowas aufbaust am Campingplatz, was sagen die Leute? Ja, das schaut natürlich jeder. Wobei Luftzelte kennt man mittlerweile auf den Campingplätzen. Die gibt es als Vorzelte ja schon lange. Aber auf dem Dach nicht. Am oder? Dach sind wir halt die ersten und einzigen, die diese überkragenden Konstruktionen bauen. Ja. So, es pfeift ein bisschen, das ist so, aber das hält man auf. Normalerweise hast du die Pumpe im Auto liegen und nur der Schlauch schaut raus, dann mindert das auch die Geräuschkulisse. Ist so ein Staubsauger, ein kleiner, oder? Genau. Ist normalerweise saugen diese Pumpen immer die Batterie leer, aber das Nein. ist bei dir nicht so, oder? Nein, du kannst das nicht einmal, musst du den Motor laufen lassen. Jetzt geht's in den Kompressormodus und jetzt baut sich der letzte Druck auf, der benötigt wird. Im Gegensatz zu den klassischen Dachzelten funktioniert das alles komplett mit Luft ohne Stangen. Genau, Ja. keine einzige Stange, keine Metallteile, es klackert auch nichts. Ja. Sehr schön. So, jetzt macht er aus und dann ist ja immer normalerweise so beim Schwimmreifen, geht jetzt die Luft direkt raus. Das ist bei dir auch so? Das war vorführeffekt, oder? Ja, genau. Das ist nicht schlimm. Das heißt, normalerweise ist da jetzt ein Ventil drin und das hält das zurück. Rückschlagventil und das habe ich vorher nicht zugemacht. Hast nicht zugemacht. Ja, aber das ist, ich muss sagen, ich habe dich in Bern gesehen. Du hast, ich glaube, Tausende von den Zelten draußen. Und das Feedback ist natürlich auch so, die Frage ist ja immer, wenn da mal was kaputt geht. Es kann ja mal was reingestochen sein. Ja, das zu reparieren ist jetzt kein Ding. Ja. Du kannst die Schläuche aus den Zelttubes, die kann man austauschen. Kannst du austauschen? Die sind wechselbar. Okay. Und die Plattform, das ist wie ein Stand-Up-Paddle, das ist ohnehin mega robust. Ja. Und wenn es einmal was hat, kannst du nur einen Flicken drüber kleben und das ist wieder dicht. Genauso wie du ein Stand-Up-Paddle reparieren kannst. Ja. Sehr schön. Und hier vorne hast du was entwickelt, das finde ich noch viel cooler. Das ist eine mobile Couch. Wenn du dich mal gerade draufsetzt, mal beschreibst, ob das gemütlich ist. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist fast zu stark aufgepumpt. Aber dadurch, dass es also nur mit Luft ist, finde ich es schon genial. Du kannst aber eines machen, du kannst hier einfach rausschrauben und ein bisschen... Da ist übrigens das Rückschlagventil drin. Jetzt wird es weicher hin. Ja, das ist gut. Also du kannst jede dieser 3 Kammern individuell aufblasen. Ja. So, jetzt mal eine Frage. Da unten ist noch Ablauf drin. Was kann der? Genau, damit bläst du die Plattform auf. Ja, okay, die ist auch nochmal aufgebaut. Ja, genau. So, und das ist ein Vorzelt, was ihr habt. Vielleicht nochmal ganz kurz. Das kann ich zum Beispiel dran stellen an einen Bus, Campingbus oder so. Da sind auch unsere Sachen drin. Das blaue Farben, gibt es verschiedene Farben? Nein, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern das läuft gerade aus. Wir präsentieren in Düsseldorf dann eine neue Generation. Da bin ich. Ja, dann werden wir uns wiedersehen. Ja. Können wir das mal sehen. So, hier vorne sind wir. Komplett neue Vorzeltmodelle. So, Gentle Tent. Ja, der einzige Nachteil ist, das Zelt ist nur in Österreich erhältlich, richtig? Ja, und in allen anderen Ländern, ja. Der Welt. Du versendest das Zelt, ich glaube, weltweit, oder? Ja, jetzt haben wir bis Südkorea und Japan und Amerika. Also es wird schon überall herkommen, die Nachfragen. Ja. So, da vorne stehen original Europaletten, muss ich sagen. Wo hast du die denn her? Die gibt ja keine mehr. Die haben uns die
Bad Kissinger Bauhöfe geliefert. Sehr schön, die waren so nett. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, Gentle Tent. Wir werden auch übrigens noch in Kürze ein Video veröffentlichen mit einem Fahrradzelt, was wir gemacht haben in Bern. Ich habe es noch nicht gesendet, habe es euch vorenthalten. Guckt ruhig mal rein. Gentle Tent. Tschüss. Ciao, Baba.